Okay, lassen wir die ganze Nummer mal Revue passieren. Also Margrave war ja auch da und war offensichtlich nicht so happy darüber, dass Clive jetzt schon hier rumläuft. Während Clive von diesem Schatten, der wie Margrave aussieht, das aber anscheinend nicht ist, ja auch so ein bisschen rumgeführt wird, ne? Wir werden ja so hingelockt, teilweise auch. Da geht auf jeden Fall im Hintergrund irgendwas ab, in dessen Mitte wir sind und wo Clive hin und her geschoben wird, wie so ein Bauernopfer auf dem Schachbrett. Oh. Boy, was ist los? Torgal, what is it? Wer wartet da? Nothing good, old wager. Come on. Also Clive überhaupt keinen Plan hat, aber Clive wird ja schon so ein bisschen geführt. Ihm wird eine Wahrheit vorgesetzt, die er glauben soll. Er wird auf dem Schachbrett rumgeschoben. Aber die Fäden zieht eindeutig ein anderer. Oh nein, es brennt, oder? Oh nein. Royals. Imperials. Shit. What happened here? Lady Hannah? Imperials. You'll pay for this. Ich kann schon allein den Phönixflug leider nicht aufgeben. We've got a live one. Und das hier. Ich habe mir das hart erarbeitet. Remember our orders? No survivors. Yay. Who would order such a thing? Aber warte, was haben Dreck nicht doch das Wüstending? Aber dann müsste sie ja was mit Titan haben. Ich hab Fragen. Vielleicht müssen wir mal das Glossar bemühen. Wen Annabella da jetzt geheiratet hat oder auch nicht. Thought you could escape us, did you, Branded? You were born a slave, and you'll die one. Musste ich leider enttäuschen. Es war anders. Ducal dogs. They were innocent people. Au. Jetzt reicht's. It's over. Sag mal. Lass das mal bleiben. Nein, Clive, den anderen. Magier first. Hast du nicht aufgepasst? Immer zuerst die Magier rausnehmen. Die machen sonst nur Probleme. Das war der Hauptmann, war das auch der letzte? Ne, da hinten sind noch mehr. Das ganze Dorf ist voll mit Soldaten, ey. Das sind mehr Soldaten als Einwohner. Kann Clive mal echt aufhören, die ganze Zeit das Ziel zu wechseln? Und dann deswegen daneben zu schlagen? Ist das ein Ich-Problem? Torgal? Einfach mal ein Loch in die Wand gerissen. Ist das Hannahs Haus? Oh, hi. All must burn. The bearers
those who sheltered them. By Empress Annabella's command. Ach, Annabella war's. Das ist ja schön. Gehen wir Mama vielleicht mal einen Besuch abstatten. Why? Clive, I know. You can wait. Er weiß es, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Dass Mama auch für Phoenix Gate verantwortlich ist. Das wissen, glaube ich, nur wir. Also als Zuschauer. Jesus. Ich glaube, das weiß Clive tatsächlich nicht. Ne? Sweet. Komm schon, Doggo. Beiß ihn. Pass mal auf mit dem großen Hammer. Nicht, dass du dir noch wehtust. Kann schon mal ins Auge gehen. Wenn man da nicht aufpasst. Eieieiei. Oh, ganz knapp kein Level-Up, schade. Knapp daneben ist halt auch vorbei, ne? Mama also, sagst du. I'm sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. but why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. Und was, wenn Cid gemacht hat, But it can wait. uns auf seine Seite zu In ziehen? that Oh, bitte case, we nicht. should head back and tell Cid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. Ist er so ein berechnender Best be Bastard? quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial.
Thank you. All of you. Er wusste, wo wir hingehen. Diese pompöse Verabschiedung. So, ist ja so schade, dass ihr geht. Naja, kann man nichts machen. When you're ready, Bye. then. Und jetzt sind hier alle tot. Obwohl jahrelang sich kein Schwein für die interessiert hat. Ich meine ja nur. Mir gefällt das auch nicht, aber... Er hat gerade Benediktas Kopf weggeschickt. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Ich kann einfach niemandem trauen. Es ist halt, es wäre richtig krass. Und dieser Typ, da passt jetzt auch nicht so richtig rein, weil der war ja von Hugo. Aber goddammit, es wäre halt schon so, also das ist eine Aktion, die jemand pullt, der Köpfe verschickt. Ich meine ja nur, richtige Mafia-Methoden hier, was ist da los? Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das Versteck jetzt gleich als nächstes brennt. Wenn ich ihm Unrecht getan habe, rollt vielleicht gleich Cids Kopf. Dieses Spiel hält dich aber auch auf dem Edge deines Cids. Verbrechen und Strafe. To Cids Solar, then. We have a lot to discuss. Oh, das ist doch nicht gut hier alles. Das ist doch nicht gut. Ich will das alles nicht. Well, Vor allen Dingen, wenn ich Clive wäre, würde ich ja jetzt erstmal hier nach einer Tür suchen. So wie die wir gerade in Phoenix Gate gefunden haben. Ich habe doch auch einen Feuersplitter bekommen. Vielleicht muss ich dafür erst in der Story progressen. Weil ich dachte, ich kriege jetzt ein schönes Ifrit Blade vielleicht. Schauen wir I heard mal. Otto barking at his lot earlier. Clive, was it? It was. So, doch zuerst. and how might Statten this wir- old soul... Ihm mal einen Besuch ab. Ja, schade. What subject shall we consider today? Das Massaker von Eastpool. Schön, wundervoll. Was schreiben Sie denn zum Wandbild? Ein uraltes Fresko, das im Apodeuterium unter dem Phönixtor zu finden war. Wer es erschuf und warum, ist nicht bekannt, doch die göttlich anmutende Gestalt in der Mitte legt eine Verbindung mit einer längst vergessenen Religion nahe. Oh, vielleicht ist das auch hier, wie hieß der Stern? Metina? Bisschen erinnert es mich auch an so eine Omega Ultima irgendwas Weapon. Es ist ein bisschen traurig, dass wir das Bestiarium anscheinend schon über die Hälfte gefüllt haben. Das heißt, noch mehr Spoodies. Ich freue mich sehr. You are always welcome, Clive. Oh jemine. Ich glaube, das Gespräch, das jetzt passiert, wird mir nicht gefallen. Don't mind me. Just taking a quick Ja, Jill ist schon hier. Perfekt. We can keep running. Or we can walk through this door. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. Das könnte schneller sein, did you als du find the liebst. answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant. Ifrit.
And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Cid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. Oh boy. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Oh yeah. Boah, wie viel Gänsehaut ich einfach gekriegt habe beim Final Fantasy Theme. Einige Zeit früher. Oh, ist das? Oriflamme, okay. Dachte gerade, das ist doch nicht zu Hause. Gott, dieser Ost. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Wer bist denn du? Your Radiance? Oh, vielleicht hat er mit Mutter auch Mother Crystal gemeint, ne? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Guck mal auf den Sandrek is Statuen-Ding. naught without her citizens. Ist ein Drache. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger.
There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. War an der Statue schon immer Where unten is my Drache drin? son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. Dions Daddy also. Was macht er eigentlich? I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. Macht ja Sinn irgendwie. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind? Well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Es waren einfach Makroreaktoren die ganze Who Zeit. says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Ulala. What have I
got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Das glaube ich aber auch. Ei. Bisschen kleiner wäre es nicht gegangen, ne? Cid muss immer gleich, aber volle Möhre gehen. Don't mind me. Just taking a quick... So, soll ich wieder Erde holen? Ah, ist gar nicht der Erde-Typ. Glenn. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost, it was for Cid. A letter he's been waiting on for days. Haben ihn die Spinnen Maybe geklaut. if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Cid. They're gonna skin me alive. Na dann machen wir das wohl. Vielleicht rennt Cid ja auch die Zeit davon. Auf jeden Fall rennt ihm die Zeit weg. Fine. Tell me where to look. Are you serious? Und er wird so richtig spektakulär mit einem Bang It gehen. sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. Es waren wieder die If you can Spoodies. find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Cid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Cid doesn't like to be kept waiting. Sagt er, nachdem er ihn tagelang hat warten lassen. I'm sure he doesn't. Aber nee, Cid wird seinen Tod schon geltend machen. The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sandbreck as soon as I can. Der geht out with a bang. Da ist noch eine Quest. I heard Otto barking at his lot earlier. Ist wieder die Chocobo-Frau? He's never this Nein. late. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait, you were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then might I ask a favour of you? I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? Wie sieht er denn aus? I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern. Ach, schau an. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Lost Wing ist ja auch so ein recht interessanter Name, wenn man bedenkt, dass das ja, glaube ich, die Ruine ist mit dem abgestürzten Luftschiff. So viele Dinge. So viele. So, ich glaube, das hier ist der Brief, ne? Haben die kleinen Spoodies wieder das Mäulchen nicht voll bekommen. The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open.
Heb's doch auf. Clive, bitte. Good. Looks like I'm in the right area. Einfach alles rausgefallen. Die Tasche muss ich ihm bestimmt auch ersetzen. Ist ja jetzt auch kaputt. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Cids' letter, though. I've come this far. Might as well ask around. Solltet ihr hier so gechillt arbeiten? A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. Na toll. No idea if it was your letter, but you never know. Which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village, then. Thank you. Na gut, dann müssen wir eh hin. Passt ja dann. Eigentlich könnte ich mich auch porten. Oh Gott. Nutzen wir doch mal, was uns gegeben wurde. Back, are you? Did Master Quentin summon you? He did not. The shad's all salted and smoked. Ach, schau mal. Da haben wir ihn doch schon. Den Übeltäter. Der hat einfach den Brief gelesen. Noch nie was vom Postgeheimnis gehört. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. War leider keine Wurst drin. He's waited long enough already. Hopefully this will keep our courier out of trouble. Den kann man nicht petten. Schade eigentlich. So, Quentin, wo bist du denn? Wo hängst du denn rum? But how did the grocer know his daughter had been stealing? Da ist er ja. Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. Hinterher tut's ihnen dann immer leid. Oh, da unten waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ich glaube, letztes Mal konnten wir hier nicht durch. Sun's setting fast. Dann schauen wir doch mal. Ist das der richtige Weg? Nein. Oben lang. Ja, wobei, das war der Ausgang, den wir das letzte Mal genommen haben, glaube ich. Oder? Ja doch, da ist das Tor. Dann nevermind. Komm, Clive, und jetzt Turbo zünden. Los geht's.
Mal diese 2 Gil. Lohnt sich halt nicht mal, die aufzuheben, aber weißt ja vorher nicht, was drin ist. Guck mal, diesmal waren es ganze 5 Gil. Wahnsinn. Da fühle ich mich fast reich. Was war das für ein Geräusch? War das im Spiel oder waren das meine Katzen? Hanged man. Thank the gods. You're one of us. Irgendwann ist Clive voll behangen mit diesen Siegeln. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but the sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Wenn er das noch kann. Erlege die Goblins ist ja voll der Spoiler. Menü. Ach du Heiliger. Goblins. Wir haben hier ja richtig Spaß. Die Geräusche. So, jetzt bist nur noch du übrig, ja? Das hat jetzt irgendwie insgesamt auch weniger Schaden gemacht, als ich mir erhofft hätte. Muss ich ehrlicherweise sagen. Garuda, lend me. Oh oh. Too slow. Not this time. Das hat er gar nicht ausgeholt. Ja, dann nicht. Oh Gott, da ist das Kampffeld zu Ende. Chill, Vorsicht. So nicht mein Girlfriend verprügeln. Will die mal heiraten. Und jetzt ungefähr 20 Babys machen. Mindestens. Früher war die Kindersterblichkeit ja sehr hoch. Da macht man lieber ein paar mehr. Ja, das lief doch soweit ganz gut. Nur hat's Randall anscheinend nicht geschafft. Schade. Ja, der sieht nicht mehr so gut aus. Hier wird echt viel gestorben. Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Okay. Heieieiei. Ist ganz schön deprimierend, dass sie die ganze Zeit links und rechts alle sterben. Aber du kannst leider nicht alle retten. Das muss Clive wohl auf die harte Tour lernen. Ah, there you are. My man told me what happened. And?
I can't help but notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the South Gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Tja. Because it helped keep the hideaway afloat. Und jetzt hat die Quittung bekommen. I'll tell Cid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Für eine Handvoll Gil. Ich habe nicht mal Gil bekommen. Nur Sachen. Aber vielleicht meinten sie damit den anderen Typen. Jetzt wird der Clive auch noch Postmugel. Warrior auf Bringdienst und Postmugel. Was ein Leben. Was ein Leben dieser Clive Rossfield doch führt. Ist der am Saufen? Ach nee. Ja, wäre komisch, wenn ich Cid den Brief bringe. Stimmt natürlich. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. I was so sure they'd be gone. And the letter? Only a little worse for wear. Willst du kein Catboy mehr sein? No more skulking about in the shadows for me, then. And all thanks to you. Losing those supplies was one thing, but if Cid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. Wait, what? She's off studying in Canver, and her letters are all that keep Cid sane while she's away. Daddy? He never mentioned a daughter. Daddy? Oh, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Cid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Ich meine, mir war schon klar, dass er älter sein muss als Clive und Jill. Also so 40er hätte ich schon erwartet. Ist ja einfach ein Daddy. Ja, sieh mal einer an. Daddy Cid confirmed. Ja, aufregend. So, eigentlich wollte ich auch in der anderen Stadt noch Tränke kaufen, aber nicht mit ihr rede. Wobei, er hat jetzt auch neues Zeug. Kannst du jetzt meinen Kram machen? Make it quick. What do you want? Flammenzunge. Die Worte der Vernichtung züngelten wie Feuer aus seinem Schlund. Sturmruf und Feuersplitter. Ach, Sturmruf ist das Schwert von Benedikta, ne? Ja, das machen wir doch glatt mal. No scratches, all right? Geht. Ich glaube, du hast sehr lange keine anderen Cids gesehen. Die anderen sind halt immer bärtig. Er hat halt keinen Bart. Ich glaube, das ist, was so ein bisschen täuscht. Kann er das nicht verbessern? Noch. Anything else? Ich meine, to be fair, 14 Cid sieht nicht aus wie 35 oder wie alt er ist. 30. Aber er hat halt auch so Daddy Energy, ne? So what god's-forsaken corner of the realm is Cid dragging you off to this time? Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot have in...
On second thoughts, I don't want to know. Ja, je weniger man weiß, desto besser, schätze ich. Feuerschwall. Das Problem ist, du hast nur diese 3 Accessory-Slots und es gibt viel zu viele gute Accessories. Löwenherz-Tonikum. Grenzen sind da, um überschritten zu werden, doch zu wahren Heldentaten fehlt vielen der Mut. Glücklicherweise gibt es Mittel, die den Geist zur Höchstleistung ansporen. Dieses Tonikum ist eines davon. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber die beiden würde ich mal ersetzen. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Bin noch mal gespannt, ob wir irgendwann noch eine größere Tasche kriegen. Wäre ja schon mal ganz nice eigentlich. I'll be thankful you got that much. I reckon I can find a buyer. Jetzt ja. Ich meine, er ist jetzt 28 und es gibt ja noch den Mid-30s Clive. Ich glaube, die anderen sind alle so höchstens 20. Ich glaube, bisher war die Final Fantasy VII Gang die älteste, weil die sind alle Anfang 20. Sonst sind das schon immer eher so Babys. Wobei in den ersten Games weiß man es nicht so genau. Ich meine, im ersten haben sie nicht mal Namen. Speaking of Oriflamme, ja. I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some at Fowl's brewing, and it ain't Tyre's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will you? All right. Aber ich will nicht, dass der mich auch anschreit. Ich habe gehört, der hat heute nicht so gute Laune. Clive, was it? Take a seat, Clive. I'll fetch you a bowl of brown. Tust du? Bisher habe ich hier noch nichts zu essen gesehen. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. Ach so. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the Royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Warte, Grieger ist eine Frau. Might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. Na, so ein Glück aber auch. Yes. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman. Das klingt nach einem Bordell. A woman. Right. Schicken wir Clive jetzt in den Puff? Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Das klingt nämlich ein bisschen so. Was ist dein Problem, Bruder? Die Kunde aus den Landen freigeschaltet. Aha. Die Kunde aus den Landen ist jetzt bei Gauthier in der Messe verfügbar. In diesen Berichten der Fluchbrecher findest du Informationen über Aufträge in ganz Valistea. Ich hoffe, er hat keine Es-tut-weh-Szene. Sein ganzes Spiel ist eine Es-tut-weh-Szene, nur anders.
Er sieht immer aus, als würde er gleich weinen, der arme Junge. Ich meine, Final Fantasy 1 hat so ein Time Loop-Dings. Aber ich glaube, sonst hat keiner 100 Jahre in einem Glas gesessen. I suppose that's everything. Now to find Gav. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Woher weißt du? Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Sind das jetzt die Hans? Me? Ich? Ich mach, was Otto mir sagt. Man könnte behaupten, ich bin sowas wie seine rechte Hand. Otto macht es einem nicht leicht, aber er ist nicht annähernd so streng, wie mein alter Meister es war. Halb zu Tode geprügelt hat er mich, bevor ich auf die Straße geworfen wurde. Dort hat Otto mich dann gefunden und unter seine Fittiche genommen. The way I see it. So wie ich es sehe, stehe ich in seiner Schuld. Schließlich verdanke ich ihm mein Leben. Also helfe ich ihm bei der Buchhaltung und kümmere mich um die Berichte, die wir von Verbündeten aus der ganzen Welt bekommen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass jemand dringend unsere Hilfe braucht, mache ich einen Vermerk, damit ich die nächsten Freiwilligen direkt dorthin schicken kann. So, what'd you say? Also, wie sieht's aus? Bist du mein nächster Freiwilliger? Otto würde es auf jeden Fall freuen. Das zeigt er vielleicht nicht, aber es ist wahr. Na dann zeig mal. Quick look. Neue Aufträge finden. Das heißt, er sammelt jetzt meine Sidequests für mich. Das ist aber nett. Ja, dann würde ich doch mal sagen, nehmen wir die gleich an. Kann ich die annehmen? Ich kann nur hinreisen. Ach so, Das heißt, der sammelt die für mich und dann kann ich mich mit den Obelisken dahin porten. Ja, es gibt ja Hans, wie in 12 und in 15. Die hat der Muggel eigentlich, nur bisher hat er die noch nicht. Aber wir könnten mit dem Muggel eigentlich auch mal wieder reden. Wo ist der denn eigentlich hingekommen? Unser kleiner Muggelfreund. Schwebte der nicht immer hier rum? Genau hier? Ist wohl gerade ausgeflogen. Das, was wir in dem Showcase gesehen haben, war ja ein Hand. Fancy giving us a hand? Dann machen wir erstmal noch das hier. Ich will alle Sidequests machen. Ich bin hoch motiviert. Ah, you're Cids, man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quintin a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? Ich mag seine Klamotten. I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Guck mal, wie schick mein Schwert jetzt ist. Appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. Er könnte ihnen ja auch mal schicke Klamotten vor die Füße werfen und ein Laib Brot. Das würde vielleicht schon viel helfen. Vielleicht wurden ihnen noch die Zungen rausgeschnitten. Is there anything I can get you? You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds.
Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Thank you. I won't be long. You stay here and rest. Na, Essen bringen kann ich ja am allerbesten. In einer Nicht-Fantasy-Welt wäre Clive einfach Kellner geworden. Ach, herrlich. Sun's setting fast. Can I have another cup, Dad? I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. Er ist der beste Enough mouths Kellner. of our own to feed without tending to the wants of outsiders. Ach, komm schon. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade. Er hat so die ganze Well, in that Weste case, voll you may mit have diesen whatever you Siegeln. require. Take all the bread and wine you want. That's really all it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quinton commands, as do we all. And Master Quinton commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. Bread and wine. Hopefully this will be enough. Erstmal besoffen machen. Besoffen machen und von innen desinfizieren. Mittelalter war schon wild. Don't tell me. Turnips for supper. Bitteschön. Here. Bread and wine from the tavern. Guten Appetit, wohlbekommst. May we? Truly? Da kriege ich glatt auch Hunger. Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. Ui, ja. Noch ein Geldkäfer. Good Guy Clive. Aber ich mag das voll, denen zu helfen. Kommst ein bisschen rum. Worldbuilding gibt's gratis dazu. Master Quinton will never forgive me if I don't save that crop. Jill, was machst du denn hier? Ist schon mal vorgegangen. I want no trouble. Wait, that's... Oh, glory to Grieger. You were the hanged man. I took you for a rogue. If you're a friend of Master Quinton's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lostwing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps. And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean, for that matter. I suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quinton will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Ist Please. also auch noch Kammerjäger. Rid us of these wasps so I can be about my business. Kammerjäger Clive. All right. I'll see to it. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's Bales on the edge of town. And hurry, Lostwing needs those grapes. Ja, ich bin ja unterwegs, meine Güte.
Meine Güte. Ist richtig spannend auch, ja. Aber entspannend ist es auch für mich halt auch total. Ist richtig gemütlich, Mann. Aber ich freue mich, dass es dir auch so geht. That must be the vineyard. A few wasps shouldn't give me too much trouble. Sagt er jetzt noch. Ah, ich sehe sie auch schon. Ist nur die Frage, wie komme ich denn da hoch hier? Noch Clive. Wie dann halt immer der Ost abgeht, wenn man wieder... Danke. Wenn man wieder in den Kampf geht, ne? So, einmal brennen. Das macht dem Wein bestimmt nichts. Kollateralflamme. Ich würde ja gerne auf Ifrit wechseln, aber ich liebe diesen Skill einfach zu sehr. Ich kann mich von dem, glaube ich, nicht mehr trennen. Looks like that was the last of them. I better let Quentin's man know. Ups. Ich kann mich von dem einfach nicht trennen. Ich mag die Sidequests, weil die auch so chillig sind wie in Arise. So, du kannst dich von A nach B porten, du haust ein paar Monster, du machst dies, du machst das. In dem Aspekt erinnert es mich sehr an Tales of Arise. Ich meine, das war so chillig, dass wir Platin gemacht haben. Das werden wir hier leider nicht machen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Weil ich glaube, dass man für die Platin-Trophäe den Final Fantasy Mode durchspielen muss. Und dafür bin ich, glaube ich, zu schlecht. Those wasps won't be interfering with your harvest anymore. Oh, thank you. Master Quentin would have had my head if I'd lost the crop. I'd say you've earned a reward. Our Gotand Rouge fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed and imperial wolves from our door. The vineyards were Master Quentin's idea. He wanted to give bearers a place to work, a place where they'd be safe. Na, vielleicht hätte man einen Zaun drum bauen sollen. He certainly seems to have done that here. I'm glad I could help. I'll see that he hears of your kindness. And once this vintage is ripe for drinking, there'll be a glass or two raised in your honor. Nice. Auftrag abgeschlossen. Ich finde es aber spannend auch, dass es so viel Side-Content geben soll wie Main-Content. Weil es hieß ja 35 Stunden Main-Story und 70, 80 Stunden für Completion. Würde ja bedeuten, es gibt ungefähr so viele Side-Quests, wie es Main-Quests gibt. Also von der Zeit her. Das ist schon eine Menge. Ja, der geht einfach mit seinem Huhn spazieren. Geil, ich will auch mit meinem Huhn spazieren gehen. The tavern. It's done. I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg you. Was ist los? Help you with what? Bandits in the golden stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. When I saw what was happening, I slipped out the back. I should have stayed, but... Oh, please help them. All right. I'll see to your problem. Thank you. Good guy, Clive. How many were there? I was out of the door too fast to count. They looked a nasty bunch, though. Be careful in there, all right? Na, hoffentlich eskalieren wir das jetzt nicht. Eieiei. Ich muss mir die ganze Zeit vorstellen, dass sie vielleicht auch irgendwann mal 14 offline machen und das einfach so aussieht wie das hier. Kannst du dir das vorstellen? Ha! Golden stables, my ass. All Martha's hiding back here is coppers. Huh? Oh, that's a fine sword, friend. Heavy though, I expect. Können Sie ja mal Let's say versuchen. we relieve you of it.
Kannst ja gerne mal versuchen. Get him, lads. I want that blade. Let's get this over with. Stay down. So viel dazu. Wie groß soll ihr Spiel werden? Ja. Ich meine, ich verstehe, dass ein MMO nicht so aussehen kann und ich liebe auch, wie 14 aussieht. Aber, also das ist halt schon... I'll be keeping my blade, thank you. Halt schon ein bisschen Porno. There he is, the hero of the Golden Stables. People will think twice about pushing us around again, thanks to you. We're lucky you were nearby. No good cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here. Gebt dem armen Mann doch lieber mal ein Steak. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do to make this place presentable. You best be going, before I arm you with a mop. Das würde ich gern sehen. Wie Clive hier den Boden mobbt. Das wäre sicher lustig anzusehen. So. Ja, wo warst du denn, du Blutbeilsöldner? Du solltest hier aufpassen. You're the one who saw off the bandits, aren't you? Martha was singing your praises. Takes a brave man to march into danger out of the goodness of his heart. You have my respect. A Rosarian salute. Oh, what is it they say? Old habits die hard. I trust you won't be reporting me to the Viceroy. If we'd had a few more like you about, perhaps the Rosfields might still... Listen to me rambling on. Ouch. Thank you again, and, take care of yourself. Irgendwoher kenne ich aber dieses Schwertdesign. Ich habe das Gefühl, das haben sie aus einem alten Final Fantasy genommen. Ich habe das Gefühl, ich hätte diese Klinge schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, das waren auch leider schon wieder alle Sidequests. Wo war der Typ nochmal? Doch, im fetten Chocobo. Wo wir gerade da sind. Kriegen wir hier noch ein Level raus? Good day. Or... Ja, das war die Epicness. Sie sind durch ihre Epicness weggeflogen. This, I believe you will find most interesting. Das Kontinentalabkommen. Ein internationales Abkommen, das vor mehreren 100 Jahren geschlossen wurde. Es legte Regeln zur Behandlung von Trägern, eine gemeinsame Währung und eine universelle Zeitrechnung für Valisthea fest und errichtete damit die Eckpfeiler für die heutige Gesellschaft. Als der Großteil der Menschheit als einen Neuanfang feierte, besiegelte das Schicksal all jener, die vom Segen der Magie verflucht waren. Träger wurden fortan durch Brandmale gekennzeichnet und bekamen den Status von Nichtmenschen. Träger, Menschen, die ohne Kristalle Magie wirken können. Okay, da haben wir es jetzt mal wirklich schwarz auf weiß. Die Normalos müssen Kristalle verwenden und sie verwenden einfach ihren eigenen Äther statt den vom Mother Crystal. Okay. In Valisthea werden Trägerinnen und Träger versklavt, sobald man sich ihrer Veranlagung sicher ist. Ein Brandmal auf der Wange markiert ihren Status als bloßes Werkzeug. Obwohl ihre magischen Kräfte nicht annähernd so stark wie die der übermächtigen Domini sind, leiden auch sie unter dem Kristallfluch, der sie nach und nach versteinern lässt, während sie im Dienste anderer Äther bündeln, um Magie zu wirken.
Okay. Und der Begründer. In den frühen Jahren nach dem Fall von Zemeckis herrschten Angst und Unsicherheit. Um den Zorn des Himmels nicht weiter auf sich zu ziehen, gingen die wenigen Überlebenden auf Wanderschaft, verschmähten jegliche Magie und lebten jahrzehntelang im Verborgenen. Ein Mann jedoch wurde dieses Lebens müde, wenn man es dann überhaupt ein Leben nennen konnte. Er sagte seinen Mitmenschen Lebewohl und erklomm einen grünen Hügel über einem Wald aus Buchen und Erlen. Hier errichtete er aus Steinbrocken einen bescheidenen Unterschlupf für die Nacht. Am nächsten Morgen zog er nicht weiter, wie es in seinem Volk Brauch geworden war, sondern sammelte mehr Steine und machte aus seinem Unterschlupf eine Behausung. Minecraft oder was? Er setzte seine Arbeit fort, tagelang, wochenlang, bis daraus schließlich ein behagliches Heim wurde. Am Anfang mieden ihn vorbeilaufende Wanderer und verurteilten ihn für seinen Hochmut, doch sein Werk wuchs weiter. Aus einem Gebäude wurden 2, dann 3, bis er eine ganze Siedlung gebaut hatte. Die Leute verweilten und bewunderten sein Schaffen, und schon bald gesellten sie sich zu ihm auf den Hügel, sammelten selbst Steine und bauten sich ein neues Leben auf, ein neues Schicksal. All das vollbrachten sie ohne Magie oder Maschinen, ohne Gaben oder Segen. Sie verließen sich nur auf ihre Hände, ihre Stärke, ihren Willen und einander. Aus der Siedlung wurde ein Dorf, aus dem Dorf eine Stadt und aus der Stadt ein Reich. Eines Tages starb der Mann, so wie es jedem Menschen bestimmt ist. Doch diejenigen, die er zurückließ, hielten sein Vermächtnis am Leben und setzten es fort. Wenn auch sein Name mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist, so lebt doch sein Geist in den Herzen der Rosarier weiter. Bis heute. Die Legende des Begründers. Nicht, dass der am Ende Clive, Joshua oder Margrave hieß. Margraves. Final Craft 16, aber wirklich. Das ist halt auch so spannend. Ich würde das gern alles lesen, aber dann werde ich halt leider meine Stimme verlieren. subject shall we consider today? Was haben wir denn hier noch so? Cid. Der Anführer des Verstecks und der Dominus der Esper des Blitzes Ramo. Während seiner Bemühungen, eine Welt zu schaffen, in der Domini und Träger in Freiheit leben können, machte er eine haarsträubende Entdeckung. Es sind die Mutterkristalle, die dem Boden Äther entziehen und der Grund für die Fäule sind. Nun plant er sie zu zerstören, um das Land und die Leute Valisteas vor der Vernichtung zu retten. Das Ding ist, kommt jetzt für uns auch nicht so überraschend, diese Wendung, weil das ganze Promomaterial ist ja auch so, we suffered von, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber so, wir haben unter der Herrschaft der Kristalle lange genug gelitten. Irgendwie so. Clives Mutter? Zu Annabella. Ich weiß immer noch nicht, ob sie wirklich seine Mom ist. Die Mutterkristalle. Die Menschen Valisteas sind auf die Kristalle angewiesen, die von den Mutterkristallen abgebaut werden, und so zieht es sie in ihre Nähe, um an ihrem Segen teilzuhaben. Doch Cid behauptet, es seien die Mutterkristalle selbst, die der Erde den Äther entziehen und so die Ausbreitung des Totenlandes überhaupt erst verursachen. Die wenigen, die von dieser Wahrheit erfahren, würden von den Mächtigen dieser Welt gejagt, von eben jenen, deren Macht von der Kontrolle über diese essentielle Ressource abhängt. Weiß ich nicht, haben wir? Glaube nicht. Woher weißt du das denn? Wo hast du das denn gelesen? Das Kaiserreich. Die Theokratie ist aber halt auch so voll Ischgard, Mann. Mit dem Drachenkopf und allem. Sehe denn hier irgendwo, Annabella, wo bist du denn? TikTok hat Witze gemacht. Lässt du dich wieder spoilern? Margraces Begleiterin. Die kommt mir halt auch irgendwie bekannt vor. So, wait. Annabella. Einst die Herzogin Rosarias, heute die Kaiserin des Heiligen Kaiserreichs Sambrek. Sie betrachtete es als ihre Lebensaufgabe, die Blutlinie des Phönix zu bewahren und zu stärken, und so hinterging sie ihren Gatten, um eine Verbindung mit einer in ihren Augen mächtigeren und würdigeren Partei einzugehen. Heute herrscht sie als Statthalterin der mittlerweile sambrekischen Provinz über Rosaria, und das mit einer Grausamkeit und Abscheu für das niedere Volk, die zu Großherzog Elwins Zeiten undenkbar gewesen wären. Ich hoffe übrigens, sie sieht nicht mehr so aus. Das sind ja auch, glaube ich, immer hier so, je nach Kapitel,
dass sie so... Nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch aufgrund ihrer Abstammung wurde sie als Braut für den jungen Elwin ausgewählt. Denn als seine Cousine entstammte sie derselben Blutlinie, aus der schon viele Domini des Phönix hervorgegangen waren. Ach so, okay, ich verstehe. Ups. Naja, aber das war damals völlig normal. Sie wuchs in der Überzeugung auf, dass ihre einzige Bestimmung das Bewahren der Blutlinie des Phönix sei, und so überschüttet sie Joshua mit Zuneigung, während sie für Clive nur Verachtung übrig hat. Da steht ungefähr nochmal dasselbe drin. Aufregend. Ach, Leute sind einfach so kindisch, Mann. Würde denen vielleicht mal ganz gut tun, eine Schule zu besuchen. So, das ist nicht so ungewöhnlich. Du kannst auch heute noch legal deine Cousine heiraten, wenn du Bock darauf hast. Alles Kleinkinder. So, was haben wir denn hier noch? Der rätselhafte Mann, den Clive das erste Mal in jener verhängnisvollen Nacht beim Überfall der sambreckischen Armee am Phönixtor sah. Viele Jahre vermutete Clive in ihm den Dominus der zweiten Esper des Feuers, die damals seinen Bruder Joshua getötet hatte. Ein Irrtum, wie er später zu seinem Bestürzen herausfinden musste. Ich glaube da ja noch nicht so richtig dran. Vor allen Dingen, weil Margrace, glaube ich, gar keinen eigenen... Der müsste ja dann hier sein. Und weißt du, in welcher Reihe er steht? Mit Elvin Rossfield und Annabella. Ich sag's ja mal nur. Wir haben ja schon ganz schön viele Charaktere gesehen. Oh, guck mal, Torgal hat auch einen. Clives treuer Gefährte, der ihm auf Schritt und Tritt folgt. Beim Überfall Sambrex auf das Phönixtor wurden die beiden voneinander getrennt und fanden sich erst bei Clives Einsatz in der Nyssa-Schlucht wieder. In den 13 Jahren bis zu ihrem Wiedersehen war Torgal nicht nur zu einem fabelhaften Tier herangewachsen, sondern auch Cid begegnet, der ihm ein Zuhause gab und ihn zu einem zuverlässigen Jagdhund abrichtete. Oder hat vielleicht Torgal Cid zu einem Jagdhund abgerichtet? Weiß man nicht so genau. Hier sind die ganzen wichtigen Leute. Hier die ganzen Dominants. Mann, ich will endlich mehr Dion sehen und von dem hier. Der Kommandant der Königsritter. Das ist so der Hythlodeus dieses Spiels und ich werde ihn einfach lieben, bis es nicht mehr weitergeht. Barnabas war der König von Valut. Okay. Ich komme halt mit den Namen die ganze Zeit durcheinander. Auch weil es im Englischen anders heißt und mich das so ein bisschen verwirrt, wenn sie dann Empire dies, Dalmakian das. Also Hugo gehört zu den Dalmakians, richtig? Richtig. Dion gehört zu Sambrek mit den Dragoons, die sind wie Ishgard. Der gehört zu Valut, das heißt, der gehört zu Barnabas. Wir sind Rosaria. Es sind einfach viel zu viele Namen. Wo kommt Jill eigentlich her? Weil die Eisernen gibt es ja auch noch, das ist nochmal jemand anders, glaube ich. Weiß man gar nicht, oder? Jill wurde als Prinzessin der nördlichen Gebiete geboren. Nachdem Elvin Rossfield mit hartem Durchgreifen den zahlreichen Überfällen aus dem Norden, angeführt von Jills Vater Silbermähne, ein Ende bereitet hatte, wurde sie als Mündel zur Sicherung des Friedens in Rosaria aufgenommen. Seitdem lebte sie mit Clive und Joshua auf Schloss Rosalith und stand den beiden so nah wie eine Schwester. Als sie den Brüdern vor der Reise zum Phönixtor zum Abschied winkte, ahnte sie nicht, welches Unglück sie alle erwarten würde. Okay, Prinzessin der nördlichen Gebiete. Du meinst da, wo die Eismenschen herkommen? Das Schlimme ist, bei mir clasht hier halt so 14 rein und Game of Thrones rein und dann bin ich nur noch verwirrter. Aber ich denke, das wird sich alles aufklären. Früher oder später, hoffe ich zumindest mal. Aber ich finde es gut, dass man halt so ein Glossar hat, wo man alles nachlesen kann. Guck mal, die heißen Echos. Ultimas Wesen. Ja, Spoiler halt alles. Was ist denn hier los? Vielleicht sollte man hier doch nicht so vorsichtig, nur vorsichtig reingucken. Ich habe ja gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an Ultima oder Omega. Habe ich jetzt ernsthaft gecallt oder was? Meteon, hör mal auf.
Das ist ja insane. Gut, dann machen wir das mal ganz schnell zu. Bevor der uns noch weiter spoilert. Ultima kommt halt garantiert vor. Ist halt nur die Frage, wie. Right. Anything catch your eye? Alles erledigt. Do you need any help? Na gut. Aber hier machen wir dann morgen oder übermorgen weiter. War ein langer Abend.